Kommt dir das bekannt vor? Du öffnest deinen Briefkasten und er ist buchstäblich vollgestopft mit Werbung. Zeitungen und Prospekte zerknittert, zusammengepresst. Und nach dem Regen noch nass dazu? Erster Gedanke, ab in den Müll. Aber was, wenn ich dir sage, dass man aus diesem Müll echte Kunstwerke mit den eigenen Händen erschaffen kann? Hallo, mein Name ist Katharina und du bist auf dem Kanal, wo eine ganz normale Zeitung in nützliche, schöne und einzigartige Dinge verwandelt wird. Das ist die Rubrik Kurze Geheimnisse, wo ich Tipps und Tricks teile, die unser Papierflechten-Hobby einfacher und angenehmer machen. Und in diesem Video zeige ich dir, was man sogar mit so einer zerknitterten Zeitung machen kann. Schau, das Prinzip ist einfach. Wir nehmen Papier, schneiden es in gleichmäßige Papierstreifen und drehen jeden zu einem dünnen Röhrchen. Und dann flechten wir aus diesen Röhrchen so wunderschöne Körbe. Ich sag's dir ehrlich, gut gedrehte Röhrchen sind schon die halbe Miete. Je gleichmäßiger und fester das Röhrchen, desto einfacher lässt es sich später flechten. Und genau hier steckt eine einfache, aber wichtige Sache: Je glatter das Papier selbst ist, desto leichter lässt es sich verarbeiten. Aber was tun, wenn die Zeitungen zerknittert oder sogar vom Regen durchweicht sind? So eine Zeitung wird runzlig und steif und daraus Röhrchen zu drehen ist eine echte Herausforderung. Ich gebe es ehrlich zu, obwohl ich schon tausende von Zeitungsröhrchen gedreht habe, gelingt es mir nicht immer, aus so zerknittertem Papier qualitativ hochwertige Röhrchen zu drehen. Früher habe ich solche zerknitterten Prospekte und Zeitungen einfach weggeworfen, bis mir eines Tages etwas Lustiges passiert ist. Ich habe wie immer meine Jeans gewaschen, aber ich hatte vergessen, die Taschen zu kontrollieren. Dabei stellte ich fest, dass ich zusammen mit den Jeans auch mein Geld gewaschen hatte. Der Geldschein war zwar sehr sauber geworden, aber auch sehr zerknittert. Mein erster Gedanke war: Hilfe, was mache ich jetzt bloß? Zur Bank rennen, damit sie ihn umtauschen? Oder ihn einfach so lassen? Naja, nach kurzem Überlegen habe ich einfach das Bügeleisen genommen und den Schein glatt gebügelt. 1 Minute und der Schein war glatt wie neu. Dank diesem lustigen Erlebnis kam mir die Idee, auch mein zerknittertes Papier zu bügeln. Ich war total gespannt. Was wird wohl bei diesem Experiment herauskommen? Da mir mein Bügelbrett zu schade war, habe ich auf meiner selbstheilenden Schneidmatte gebügelt. Und dabei hätte ich sie fast ruiniert. Ob vom Dampf oder von der Hitze, sie hat sich aufgebläht. Spoiler. Sie hat sich nach einer Weile tatsächlich wieder erholt. Nicht umsonst heißt sie so, sie hat ihren Namen alle Ehre gemacht. Auf die Zeitung habe ich oben auf ein sauberes weißes Blatt gelegt, damit die Druckfarbe das Bügeleisen nicht beschmutzt. Ein paar Bügelstriche und leider hatte ich einen Aspekt nicht bedacht. Ich habe ein automatisches smartes Bügeleisen. Es stellt selbst die richtige Temperatur für verschiedene Stoffarten ein. Für Kleidung, genial. Für Zeitungspapier eine totale Enttäuschung. Das Bügeleisen hat die Zeitung für zarte Seide gehalten und kaum Wärme entwickelt. Der Stapel Zeitungen ließ sich deshalb nicht perfekt glätten. Einen einzelnen Geldschein hat das Bügeleisen super hingekriegt. Aber ein ganzer Stapel Zeitung war schon zu viel für ihn. Und jedes Zeitungsblatt einzeln bügeln, das ist mir einfach zu mühsam. Allerdings, auch wenn die Zeitung nicht wie neu geworden ist, sie wurde trotzdem merklich glatter. Besonders toll hat diese Methode bei sehr stark zerknittertem Papier funktioniert. Schau nur, wie viel glatter das Papier geworden ist. Ich finde, das Experiment war ein Erfolg. Die Röhrchen drehen geht wirklich leichter. Die Stricknadel springt nicht mehr an der alten Falte mitten im Papierstreifen. Daher empfehle ich dir besonders als Anfänger, diese Idee auf jeden Fall im Kopf zu behalten. Wenn du ein ganz normales Bügeleisen hast und das zerknitterte Papier dich beim gleichmäßigen und festen Röhrchendrehen stört, dann probier diese Methode aus. Das Papier wird zumindest glatter und die Chance, dass sich das Zeitungsröhrchen leichter drehen lässt, ist viel höher. Und ein paar Nerven sparst du dir dabei auch noch. Hast du vielleicht schon mal Zeitungen gebügelt? Schreib in die Kommentare, ob du beim Drehen der Röhrchen mit geglätteter Zeitung einen Unterschied gespürt hast oder nicht. Und wenn dir dieser Tipp gefallen hat, gib einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Wer alle Geheimnisse kennen möchte, den Link zu unserem exklusiven Club findest du in der Beschreibung. Das war's von mir für heute. Riesigen Dank an alle, die mich unterstützen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.